In diesem Video wollen wir mal so ein Fibonacci-Objekt automatisch auf unserem Chart ausgeben lassen. Also lassen Sie uns mal schauen, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der ein Fibonacci Retracement auf dem Chart berechnet und einzeichnet, das auf den Höchst- und Tiefstkursen der letzten 100 Kerzen basiert. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Zunächst erstellen wir Variablen für die höchste und die niedrigste Kerze. Dann erstellen wir Arrays, um die höchsten und niedrigsten Preise zu speichern. Wir sortieren diese Arrays in absteigender Reihenfolge nach der aktuellen Kerze. Als nächstes werden die Arrays mit Hilfe der Funktionen CopyHigh und CopyLow mit den Daten der letzten 100 Kerzen gefüllt. Die Funktion CopyHigh füllt das Array High mit den höchsten Preisen der letzten 100 Kerzen und die Funktion CopyLow füllt das Array Low mit den niedrigsten Preisen der letzten 100 Kerzen. Anschließend werden die höchsten und niedrigsten Kerzen mit den Funktionen Array Maximum und Array Minimum berechnet. Array Maximum gibt den Index des höchsten Wertes im Array High zurück und Array Minimum gibt den Index des niedrigsten Wertes im Array Low zurück. Mit der Struktur MQL Rates erstellen wir ein Array für Preisdaten, das Informationen über Preise enthält. Wir sortieren dieses Array von der aktuellen Kerze bis zur ältesten Kerze. Die Funktion CopyRates kopiert die Preisdaten in das Array Price Information. Die Parameter für CopyRates sind das Symbol, der Zeitraum, die Startposition und die Anzahl der Balken. Als nächstes löschen wir alle früheren Fibonacci-Objekte auf dem Chart mit Object Delete. Anschließend erstellen wir mit Object Create ein neues Fibonacci-Objekt. Die Parameter für Object Create sind das Symbol, der Objektname, der Objekttyp, die Fensternummer und die Koordinaten für die Fibonacci-Stufen. Die Koordinaten werden durch den Zeitpunkt und den Preis der höchsten und niedrigsten Kerze bestimmt. Die Werte des Fibonacci-Objekts werden mit Hilfe von Object Get Integer und Object Get Double abgerufen. Object Get Integer ruft die Zeit der Fibonacci-Levels ab, Object Get Double die Preislevels. Wir berechnen das 50% Fibonacci-Level, indem wir den Durchschnitt der 0% und 100% Level bilden. Schließlich erstellen wir eine Chart-Ausgabe mit der Funktion Comment, um die Zeit- und Preisniveaus des Fibonacci Retracements anzuzeigen. Wir drücken F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn die Kompilierung funktioniert, kehren wir zum MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Der Expert Advisor sollte nun auf dem Chart zu sehen sein. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der mit ein paar Zeilen MQL-Code ein Fibonacci Retracement berechnet und auf das Chart zeichnet. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, ich hoffe, Sie sehen den Fibonacci jetzt hier auf Ihrem Chart. Der wird automatisch angepasst. Falls Sie nicht verstanden haben, was der ganze Code bewirkt oder Ihnen das zu schnell ging, dann ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.